Hallo Oldtimer-Fans, herzlich willkommen aus der Intensivstation der Mercedes-Klinik. Ich werde mich heute um das Thema Inkontinenz der Einspritzpumpe kümmern. Als Vorbereitung werde ich die Einspritzpumpe mit dem Bremsenreiniger und dem Pinsel reinigen. Um den optimalen Zugang zu der Einspritzpumpe zu erreichen, habe ich bereits den Luftfilterkasten abgebaut und den Ansaugkrümmer. Den Ansaugkrümmer habe ich abgebaut, weil ich ihn gereinigt habe. Normalerweise ist es völlig ausreichend, wenn nur der Luftfilterkasten abgebaut wird. Die Undichtheit der Einspritzpumpe ist an 3 Stellen vorhanden, und zwar hier oben an der Stoppdose, etwas weiter tiefer an dem Deckel und an der Förderpumpe. Das heißt, ich werde die 3 Stellen neu abdichten. Ich werde mit dem Deckel beginnen, er ist mit 6 Schrauben befestigt, Torx 30. Ich habe die Schrauben gelöst und jetzt kann ich den Deckel entnehmen. Vor dem Einbau werde ich die alte Dichtung entsorgen, den Deckel reinigen und anschließend eine neue Dichtung verbauen. Das ist die Artikelnummer. Für die Reinigung werde ich den Bremsenreiniger verwenden und einen Lappen. Jetzt ist der Deckel sauber und nun kann ich die Dichtung einsetzen. Da kann man eigentlich nichts falsch machen, die ist formschlüssig, passt nur in eine Position rein. Die werde ich jetzt hier richtig positionieren. Vielleicht hereindrücken. Und jetzt gehe ich noch ganz schnell die Dichtfläche an der Einspritzpumpe reinigen. Die Dichtfläche ist sauber, jetzt kann der Deckel mit der Dichtung befestigt werden. Um die Montage des Deckels zu erleichtern, werde ich die Kraftstoffleitung von der Förderpumpe lösen. Dafür braucht man einen Schlüssel, Schlüsselweite 17. Jetzt steht nichts im Wege. Ich kann problemlos den Deckel in der richtigen Position platzieren. Jetzt kann der nächste Schritt kommen. Ich werde die Förderpumpe abbauen, anschließend zerlegen und alle Dichtungen erneuern. Für die Demontage muss ich den Schlauch lösen. Die obere Leitung haben wir bereits entfernt und anschließend löse ich die beiden Muttern. Schlüsselweite 10 mm. Die Förderpumpe wurde erfolgreich demontiert. Jetzt sehen wir die Öffnung und da fällt es jetzt auf, dass ein wenig Öl ausläuft. Das ist normal. Am Anfang läuft sogar noch stärker das Öl aus, aber das wird gleich aufhören. Das ist normal, also kein Grund, um unruhig zu werden. Die ausgebaute Förderpumpe liegt jetzt schon draußen. Da ist etwas Kraftstoff und Öl ausgelaufen. Um sie ganz leer zu machen, kann man folgende Sache machen. Hier den Stift reindrücken und dann wird praktisch hier der Rest vom Kraftstoff
Pumpe rauskommen. So, wenn sie leer ist, dann ganz grob reinigen und dann können wir mit der Zerlegung beginnen. Jetzt habe ich die Förderpumpe im Schraubstock aufgenommen und werde mit dem Zerlegen beginnen. Für die erste Hörder brauche ich einen Mauschlüssel, Schlüsselweite 27. Die Schraube wird nur leicht gelöst und bleibt drin. Jetzt ist die andere Seite dran. Hier haben wir Schlüsselweite 22 mm. Auch die Schraube wird gelöst. Leicht lösen. Ja, jetzt sind beide Seiten lose und nun kann ich mit der Instandsetzung beginnen. Jetzt, nachdem beide Schrauben gelöst wurden, werde ich mit dieser Seite anfangen. Entferne die Schraube. Und da sehen wir schon das Ventil. Es wird natürlich ausgetauscht. Ja, sieht man ganz schlecht. So, wird jetzt ausgetauscht. Ich habe mir auch die zwei benötigten Ventile besorgt. Das ist die Mercedes-Benz-Nummer. Jetzt wird das Ventil entfernt. Als Hilfe benutze ich den Schraubendreher. Ja. Und da drin sehen wir schon die erste Dichtung. Die wird jetzt auch entfernt. Ja. Und durch eine neue ersetzt. Die neue Dichtung kommt jetzt rein. Und das neue Ventil. Auf die Einbauposition achten. So. Genau. Jetzt kann die Seite festgeschraubt werden. Erstmal aber diese Dichtung hier ersetzen. Die kommt da rein. Die alte Dichtung wird mit dem Schraubendreher entfernt. Und jetzt die neue aufziehen. Genau. Und wie gesagt, jetzt festschrauben. Erstmal handfest. Jetzt kann die andere Seite bearbeitet werden. Im ersten Schritt ziehen wir den Stift raus. Und dann wird die Schraube gelöst. Jetzt aufpassen. Da drin haben wir die Feder. Genau. Und jetzt alles vorsichtig rausnehmen. Das Ventil, die Unterlegscheibe und die Feder. Jetzt entferne ich auch noch die zweite Scheibe, die da drin ist. Werde das Teil säubern und anschließend kann ich mit dem Zusammenbau beginnen. Die Feder wird durch eine neue ersetzt, da sehen wir auch die Artikelnummer. Und jetzt beginne ich mit dem Zusammenbau. Ich nehme die Scheibe, die lege ich einfach so auf die Feder rauf. Die kommt da rein. Dann kommt die andere Scheibe oben drauf, auch mit der kleineren Seite auf die Feder. Und baue das neue Ventil ein. Die Nummer habt ihr schon gesehen. Das ist die Position. Und jetzt kommt der Kolben rein. So, vor dem Zusammenbau muss ich noch an der Schraube die Dichtung austauschen. Das ist diese Position. Und anschließend, das ist schon ein bisschen
komplizierter. Hier drin sitzt noch eine kleine Dichtung, die muss dann praktisch rausgepuppelt werden. So sieht die aus und das ist die Artikelnummer. Ich habe die beiden Dichtungen ausgetauscht. Jetzt kann ich alles zusammenschrauben. Hier ganz vorsichtig, man muss es zusammendrücken und jetzt festschrauben. Anschließend kommt noch der Kolben rein und dann müsste das funktionieren. Genau. Hört man auch, alles beweglich, super. Jetzt nur noch im Schraubstock festschrauben. Ich werde mit dieser Seite anfangen. Schlüsselweite 27. Und jetzt die andere Seite, Schlüsselweite 22. Jetzt sind wir wieder zurück am Fahrzeug. Also kein Wunder, dass die Pumpe undicht war. Die Dichtung ist wirklich beschädigt, also komplett beschädigt. Ich muss jetzt die Dichtung hier abkratzen. Aber erstmal hier die Öffnung verstopfen, damit da keine Dichtungsreste reinfallen. Ja, das war ein richtiger Kampf. Es ist mir aber gelungen, die Dichtung abzukratzen. Ich vermute, dass sogar einer die Dichtung hier eingeklebt hat. Aber egal, ich habe die entfernt, die Dichtfläche ist sauber. Jetzt kann ich die neue Dichtung einsetzen. Das ist die Artikelnummer. So, und jetzt kann ich die Förderpumpe einbauen. Und jetzt im letzten Schritt wird noch die Dichtung an der Stoppdose ausgetauscht. Dafür muss man die beiden Schrauben lösen. Einmal. Und hier auf der Seite, die hier, 2, Schlüsselweite 10. Hier ist es ein Kinderspiel. An der Stelle wird dieser Dichtring eingebaut. Ich habe die Einspritzpumpe nicht nur deshalb abgedichtet, weil das Tropfen eine große Sauerei ist. Ich habe es auch deshalb gemacht, weil aufgrund der Undichtheit der Motor geringere Leistung hat und höhere Verbräuche erreicht. Ich habe jetzt die 3 Stellen abgedichtet. Somit habe ich das Problem gelöst. Bin sehr zufrieden. Also, bis zum nächsten Mal.